Im ersten Teil unseres Roadtrips waren wir in La Fortuna und Montezuma und jetzt zeigen wir euch in diesem Video, was das Land noch zu bieten hat. Und zwar sind wir nach Porto Viejo gefahren. Einer der schönsten Orte an der Karibikküste. Ja, also der Ort hat uns mit am besten gefallen, glaube ich, ne? Also da waren alle hin und weg. Für die Mädels natürlich überragend, man konnte hier überall sehr schön shoppen gehen. Die Straßen waren gut belebt, in den Restaurants war immer was los. Früher war das hier nur ein kleines Fischerdörfchen, inzwischen bei Backpackern sehr beliebt. Und richtig schön den Strand entlang, abends an der Promenade machen die einen kleinen Markt auf und auch da haben die Mädels wieder etwas gefunden. Und irgendwie stimmte da einfach alles. Die Stimmung war einfach gut, wir haben uns dort auch mit am sichersten gefühlt. Also das war schon echt nice. Da hat man Pura wieder nochmal richtig gespürt. Also sind jetzt hier heute zum ersten Mal in einem Soda-Essen, einem einheimischen Restaurant. Und hier gibt es halt typisch Reis und Bohnen. Und ich habe jetzt hier die vegetarische Variante und die Männer essen heute Fleisch. Und Luisa isst, glaube ich, Fisch, ne? Reis mit Gemüse und Shrimp, Pommes und eine extra Currysoße. Ich habe erstmal einheimischen Reis mit Bohnen. Das war das Wichtigste, weil das wollte ich unbedingt probieren. Dazu gibt es gebratene Bananen, ein bisschen Salat und das Beste, Hühnchen mit Caribbean Sauce. Ich bin gespannt. Keine Ahnung, was mich dabei erwartet, aber wird bestimmt geil. Caribbean. Ich gebe dir gleich 5 Euro. Wie war das Essen? Essen war geil, ich habe Musiker bestellt, die sind extra gekommen. Woher kommen die nochmal? Aus Jamaika habe ich die bestellt. Die machen ein bisschen Musik für uns. Hörst du? Hörst du? Sag ich doch. Ansonsten haben wir noch den Strand Punta Uva besucht. Und ich finde diesen Strandabschnitt aber echt noch cooler, so zum Schwimmen und Chillen. Junge, laber nicht so viel und geh ins Wasser. Hier sind auch ein paar Restaurants im Hintergrund. Kann man sich mal eine Kokosnuss gönnen. Jetzt machen wir uns hier einen schönen Tag. Und das Wetter ist heute richtig nice. Die Sonne, 9 Sonnenstunden. Das Wasser ist relativ ruhig und wir genießen die Zeit. Das Land dort ist sehr goldig, sehr fein. Also es ist echt eine Empfehlung. Punta Uva war top. Wir sind jetzt hier am Strandabschnitt direkt an unserer Airbnb. Anders, weil der Sand einfach schwarz ist. Ich weiß gar nicht warum. Hat das auch irgendwas mit Vulkan zu tun? Warum ist der Sand schwarz? War nicht Vulkan, oder? Vulkan? Ja, wäre jetzt für mich die logische Erklärung. Und super klares Wasser und wir sind jetzt hier an einem Montag. Es ist einfach gar nichts los. Also Strand für uns 9. Worauf man dort aufpassen muss, sind die Strömungen. Die sollen wirklich sehr gefährlich sein. Man soll das Meer so ein bisschen betrachten. So wunderschön aus, es ist einfach Natur pur. Hier sind kaum Menschen. Wenn man hier entspannen will und ein bisschen runterkommen will, ich kann jedem nur empfehlen, sucht euch so einen verlassenen Strandabschnitt und macht euer Ding. Ein Tagesausflug von dort haben wir zum Cahuita Nationalpark gemacht. Der hat uns mit am besten gefallen. Willkommen beim Cahuita Nationalpark. Man kriegt hier viel Information am Eingang. Quatschen einen alle voll, lasst euch nicht voll quatschen. Ihr müsst über so eine kleine Brücke über den Fluss laufen. Und dann ist dieser Nationalpark, wie war das? Auf Der Eintritt Spendenbasis. ist frei. Man kann, wenn man möchte, eine kleine Spende abgeben, damit der Nationalpark sauber gehalten wird. Und spendet uns ein Abo in diesem Video. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt gerade hier seit 5 Minuten unterwegs und haben direkt schon ein Faultier gesehen. Also ich glaube, hier sind echt viele Tiere. Wir haben schon Waschbären gesehen und Affen, ne? Also direkt am Eingang. Cool. Also ihr lauft diesen Sandweg bis zum Ende, dann kommt ein Strandabschnitt, hier kommt so ein Fluss rein. Wir haben uns sagen lassen, wenn man von hier jetzt nochmal 20 Minuten weiterläuft, dann kommt hier ein unglaublich schöner Strand mit einem Korallenriff. Und bam, mitten auf dem Weg für mich das Highlight in diesem Nationalpark. Ich glaube, jeder, der nach Costa Rica kommt, wünscht sich ein Faultier zu sehen. Und dieses Faultier war ungefähr 3-4 Meter von uns entfernt. Das war so geil. Das sind so coole und entspannte Tiere, unglaublich. Also der Park hier ist echt sehr weitläufig. Wir sind, glaube ich, so 1,5 Kilometer Mehr. bis zum ersten Strand gelaufen. Ach so, sorry. Und jetzt laufen wir hier so eine Brücke entlang und wir haben gerade Leute unterwegs gefragt. Da hinten soll wohl... Willst du auch was sagen? Sag doch mal! Da hinten ist ein cooler Spot zum Schnorcheln.
Nein, Also wenn man Tiere sehen will, im ersten Drittel quasi vom ganzen Park sieht man schon die meisten Tiere. Hier ist tiertechnisch nicht mehr so viel los. ja, das stimmt. Aber der Weg dorthin macht einfach Spaß. Du läufst so den Strand entlang, alles ist naturbelassen, da liegt so ein halber kaputter Baum, wunderschöne Aussichten. Ja. Und wir sind sehr gespannt, was jetzt am Ende kommt. Ja, und auch die Pflanzenwelt also und die Bäume teilweise. Also für Naturliebhaber auf jeden Fall ein Spot, wo man unbedingt hinkommen muss. Oh, nimmt schon auf. Alla. Wir sind jetzt hier am Punta Cauita, sind eigentlich hierher gekommen, weil wir eigentlich gucken wollten, ob man hier vielleicht schnorcheln kann. Aber ich glaube, man kann hier nur mit dem Guide schnorcheln. Ja, die erlauben das nicht so und die kontrollieren das auch ein bisschen. Und der Riff ist auch sehr weit draußen. Also Das Riff. Läuft die ganze Zeit die Küste entlang, also der Wanderweg, man kann dort ewige Wanderungen machen, also bis zu 20 Kilometer, glaube ich. Der Cauita Nationalpark, einfach voll die Empfehlung. Also die schönsten Strände sind am Ende des Nationalparks und die dürfen nur bis 14 Uhr besucht werden. Es kommen wirklich Guides und schicken einen dann auch wirklich aus dem Park raus. Bevor es dunkel wird. Genau. Und die Tiere soll man bitte nicht füttern. Ganz wichtig. Die Besitzer unserer Unterkunft hatten Hundebabys. Ja, die waren einfach so süß, die haben uns jeden Tag verzaubert irgendwie. Also, ja, wir hatten super tolle Gastgeber, die haben uns total viel gezeigt und erklärt. And you, with your mouth. Yeah. Easy way. Take it? Only outside. No, only suck it. You can't bite it. Also nur das Weiße drumherum. Genau. Hab ich aber jetzt. Yeah, but it's too bitter. And Dann that's why they ausspucken. see it outside. Yeah. In dieser Unterkunft haben wir unser erstes Faultier gesehen. Direkt neben uns auf so einem Baum ist er hochgeklettert. Das Faultier ist dann ganz langsam, aber kein Griff daneben, in aller Ruhe den Baum hoch. Ja, wir hatten einfach ein riesen Grundstück und einen riesen Baum. Richtige Hacienda. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, das war mit Abstand unsere teuerste Unterkunft. Wir haben pro Person, pro Nacht knapp 30 Euro hierfür gezahlt. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das war jeden Penny wert, weil die Bude hatte auch einiges zu bieten. Und dann sitzt du dich dahin und tschüss. genießt den Regen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ohne Scheiß. Felix, dich gibt's gerade zweimal. Ich gebe es zweimal. Alter, das irritiert mich voll. Welcher ist der echte Felix? Sag Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es gibt einen Phantomflex. Also erstmal sind wir super glücklich, dass wir jetzt hier heute Brötchen haben. Ciabatta-Brötchen gekauft haben und essen konnten. Bevor wir in Puerto Viejo waren, waren wir eigentlich in Paraíso in den Bergen. Einfach um ein bisschen abzuschalten. Gönnerrunde in, wo sind wir? Paraíso. Luisa und Felix hatten auch Urlaub. Ja. Und die wollten das auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, die wollten auch einfach ein bisschen runterkommen. Wir haben dort nichts unternommen, sondern einfach nur gechillt. Karten gespielt, im Pool die Zeit Ja, genossen. und sind ja eigentlich nur am Abchillen, weil hier rundherum kann man jetzt nicht so viel machen. War so einfach nur geplant, dass wir hier ein bisschen gammeln. Sind ja auch on a vacation. Schöne Abende gehabt. Wir haben gekickert, wir haben gechillt, wir haben uns die Wampe vollgehauen. Das ist Urlaubslifestyle. So zum Abschalten war das perfekt. Also unser Roadtrip ging in Summe 2 Wochen. Also wenn ihr mehr Zeit habt, dann plant auf jeden Fall 3 Wochen ein, weil dann kann man wirklich... Noch mehr erleben, ist ja logisch. Ja. Luisa und Felix haben uns gesagt, noch eine Woche dran wäre ganz angenehm. Teilweise sind 2 Tage für einen Ort einfach viel zu kurz. Und die Fahrten sind halt ewig lang, ne? Aber Costa Rica hat uns mega überrascht. Also wirklich ein super tolles Land. Zwar ein bisschen teurer, aber dafür super sicher. Wunderschön. Wir haben uns keine Zeit unwohl gefühlt. Nein. Die Leute waren total hilfsbereit. Man kann dort einfach so viel erleben. Alleine die Tiere, die wir dort gesehen haben, das werden wir nie vergessen. Also Costa Rica ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ihr müsst dazu wissen, dieses ganze Pura Vida, das heißt pures Leben. Und das wird in dem ganzen Land wirklich in jeglicher Art zelebriert. Pura Vida sagt man zum Guten Morgen sagen, zum Tschüss sagen, zum Danke sagen, zum Bitte sagen. Also das Wort ist universell im ganzen Land und die Leute leben auch danach. Es ist wirklich pures Leben, sowohl die Natur als auch die Menschen dort. Die waren sehr nett, sehr zuvorkommend, sehr hilfsbereit. Costa Rica können wir jedem nur ans Herz legen. Ja. Und hier noch eine Übersicht der Kosten. Falls ihr es bis hier noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Kanal.